Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und ihr seht heute mehr von meinem Schreibtisch als jemals zuvor, denn die Kamera hängt höher, als ich sie jemals hängen musste für dieses Riesenpaket hier und da drin ist ein Netgear Orbi System und um ganz konkret zu sein, das 863SB, B für Black Edition, die schwarze Version, die liegt hier auf dem Schreibtisch und zwar die schwarze Version von einem Triband Wi-Fi 6 WLAN Mesh System. Das gucken wir uns heute einmal ganz kurz an, was das Ding kann. Ja, normalerweise folgt an dieser Stelle ja erstmal der Faktencheck. Den können wir uns heute aber sparen, denn es steht nicht viel drauf auf der Verpackung. Deswegen packen wir es jetzt direkt einmal aus. Und ich hoffe, ich kriege das jetzt hier hin mit Kamera in ungeahnter Höhe und Karton riesig und klappt nach oben wahrscheinlich auf. Also wir gucken jetzt mal, dass wir das Ganze hier irgendwie halbwegs vernünftig für euch gelöst bekommen. So, erstmal die Folie weg. Das ist hier gleich nur störend. Und dann schauen wir einmal rein. Dann sehen wir hier, okay, wir können es nach oben. Na, doch, ja genau. Wir können es hier so nach oben wegklappen. Ich hoffe, das hält jetzt da hinten an meinem Monitor irgendwie halbwegs und schlägt jetzt nicht ständig hier wieder ins Bild. So, wir sehen zunächst einmal Quick Start Guides in Englisch. Und hier auch legen wir los, das dürfte dann Deutsch sein. Alles klar, also auch da haben wir hier einen Quick Start Guide und nochmal was mit drin ist, wie die Anschlüsse sind und so weiter und so fort. Das zeige ich euch aber gleich dann alles nochmal im Detail. Es gibt auch eine App übrigens dazu, die euch nachher dann im Installationsprozess dann auch unterstützt. Dann haben wir hier noch Garantiebedingungen und sonstige Informationen, nichts, was jetzt relevant wäre. Und dann versuche ich jetzt mal hier den Deckel noch nach oben zu klappen, denn da sehen wir dann auch schon die eigentlichen Orbi-Geräte oder ich sag mal Satelliten und einen Anschluss für den Router gibt es hier in dem konkreten Fall. Ja, das ist übrigens das Dreier-Set, also sprich, ihr bekommt zwei Satelliten und einen Anschluss für euren Router. Deswegen logischerweise auch 3 Ladegeräte oder vielmehr 3 Netzteile, so muss man es ja eher sagen. Die sollten dann hier drin sein. Tun wir mal beiseite, ist jetzt vielleicht weniger spannend als die eigentlichen Geräte, denn hier unten haben wir dann relativ gut verpackt 3-mal ein Endgerät, welches uns nachher ermöglicht, eine maximale Performance aus unserem WLAN herauszuholen. So, da haben wir hier zuallererst schon mal den Anschluss für den Router. Das erkennt ihr relativ schnell daran, dass hier unten der 10 Gigabit Anschluss ist für die entsprechende Geschwindigkeit auch am Router. Das tun wir aber jetzt mal beiseite. Legen wir mal hier rein. Na, so rum gehört's. Und dann haben wir hier noch 2-mal den Satelliten. Die zeige ich euch dann gleich nochmal im Detail. Gucken wir nochmal, ob hier noch irgendwas unten drunter ist. Das sollte es gewesen sein. Insofern der Verpackungsinhalt wenig überraschend. Die Geräte und Ladegeräte bzw. Netzteile. So, und wenn ihr die Geräte dann von dem ganzen Plastik befreit habt, dann sieht es so aus, wie es jetzt hier aussieht. Rechts oben seht ihr übrigens, ist auch noch ein Netzwerkkabel mitgeliefert. Dazu kommen wir aber später nochmal. Wir haben jetzt hier unsere 2 Satelliten und einmal den Router, also vielmehr die Verbindung, die direkt zum Router geht. Das Ganze baut dann ein Mesh-Netzwerk in eurem Haushalt auf mit einer exorbitant hohen Geschwindigkeit, zumindest aus meiner Sicht schon allein der 10 Gigabit Port, der da an dem Router-Anschluss mit dran ist, lässt darauf schließen, dass hier maximale Geschwindigkeiten durchlaufen. Bis zu 6 Gigabit laufen ja auch durch und durch Triband ist tatsächlich die Geschwindigkeit auch nochmal deutlich erhöht. Grundsätzlich, die Dinger sind nicht klein, das muss man auch ganz klar sagen. Auf der Rückseite seht ihr dann auch bei den Satelliten noch die Anschlüsse für die Netzwerkkabel. Die könnt ihr einmal hier unten adressieren und habt dann die Möglichkeit, rechts unten natürlich noch den Strom anzuschließen. Einen Reset-Button haben wir noch und auf der linken Seite noch einen Sync-Button. Wenn die Satelliten sich nicht automatisch verbinden mit der Basisstation, dann könnt ihr da entsprechend diesen Button noch verwenden. Gucken wir auch nochmal auf die Rückseite von dem Routeranschluss, denn der andere Satellit ist logischerweise gleich aufgebaut. Der Routeranschluss ist genau identisch von Größe und so weiter und so fort. Auf der Rückseite seht ihr aber diesen gelben Anschluss. Das ist der, um das System mit eurem Router zu verbinden. Bis zu 10 Gigabit sind möglich. Wer so ein Netzwerk zu Hause hat, da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch jetzt schon. Ich habe es leider noch nicht. Deswegen kann ich nicht von der maximalen Geschwindigkeit profitieren, aber ich nehme es schon mal vorweg. Die Geschwindigkeit ist trotzdem richtig gut. Die anderen Anschlüsse und Knöpfe sind identisch zu dem Satelliten, den wir gerade eben schon gesehen haben. Und ich würde vorschlagen, jetzt bauen wir das Ganze einfach mal auf.
Ich gebe euch noch so ein paar Tipps und Tricks, was ihr beachten müsst, denn da gibt es gerade bei diesen hohen Geschwindigkeiten durchaus an der einen oder anderen Stelle noch ein paar wichtige Dinge, die man beachten muss beim Anschluss. So, und damit sind wir bei den kleinen Tipps oder beziehungsweise Hinweisen, die man vielleicht beachten muss. Zunächst mal seht ihr hier, ich habe das Endgerät oder vielmehr den Router des Orbi-Systems auch direkt an meine Fritzbox angeschlossen, also sprich keine sonstigen Kabelverbindungen mehr. Sollte man auch direkt anschließen, möglichst kurzer Weg. Und vor allen Dingen solltet ihr darauf achten, dass ihr, und das ist eine entscheidende Sache, ihr solltet darauf achten, dass ihr mindestens das Kabel, was beigelegt ist, verwendet. Denn ihr kennt vielleicht die Definition von Netzwerkkabeln, da gibt es die Bezeichnung CAT, also CAT, die für Geschwindigkeit und Datendurchsatz steht. Und gerade wenn ihr die 10 Gigabit Version verwendet, dann müsst ihr auch entsprechende Netzwerkkabel verwenden und solltet nicht irgendein altes Kabel nutzen. Gleichzeitig ist gerade bei einer Fritzbox noch wichtig, schaltet den Power Mode ein, falls nicht schon geschehen, sonst habt ihr nur 100 Mbit auf den LAN-Schnittstellen und so habt ihr halt 1 Gigabit, was schon mal auf jeden Fall eine deutliche Geschwindigkeitsverbesserung bringt. Ja, und um die hohe Geschwindigkeit dann auch nutzen zu können, müssen wir natürlich das Orbi-System auch einsetzen oder beziehungsweise einrichten. Und dazu benötigen wir einmal die Orbi-App, die kriegt ihr sowohl unter iOS als auch im Play Store unter Android. Einmal den Geschäftsbedingungen zugestimmt und einmal quasi die Erlaubnis erteilt, dass das Ganze den Gerätestandort abrufen muss. Das hängt nachher mit der WLAN-Verbindung zusammen. Ein Netgear-Konto wird benötigt. Das bitte einmal einrichten oder falls ihr es schon habt, euch einwählen und danach kann es auch schon losgehen. Vom Grundsatz her ist das Ganze relativ einfach. Ihr müsst im Prinzip nur die Router-Komponente an den Router anschließen und die Satelliten verbinden sich automatisch. Es startet halt damit, dass ihr erstmal der App bekannt machen müsst, welches Orbi-System ihr überhaupt habt. Und dazu habt ihr vorhin vielleicht schon gesehen, ich habe es geblurrt, da gibt es einen QR-Code, den ihr einfach abscannen könnt und dann erkennt die App automatisch, welches System ihr hier verarbeiten wollt. Das könnt ihr natürlich auch manuell tun, also wenn ihr nicht über diese Scan-Funktionen arbeiten wollt, könnt ihr das auch manuell einrichten, aber über Scannen ist es halt viel, viel einfacher. Vom Grundsatz her leitet euch die App dann durch. Was müsst ihr tun? Ihr müsst natürlich euren Router suchen, dann sollt ihr hier den Netzstecker ziehen. Ist aus meiner Sicht nicht zwingend erforderlich, aber gut, macht es im Zweifel, wenn es euch hilft. Das Ganze wieder einstecken und dann das entsprechende Orbi-System über die gelbe Ethernet-Schnittstelle, die auf der Rückseite von der Router-Einheit sich befindet, das Ganze anschließen. Denkt dran, nehmt die schnellste Schnittstelle und das beste Kabel, was ihr habt, wenn ihr die höchste Geschwindigkeit erzielen wollt. Danach platziert ihr einfach die beiden Satelliten oder wenn ihr noch mehr Satelliten habt, natürlich auch noch mehr Satelliten, wo ihr quasi Internet benötigt. Wir kommen nachher noch drauf, dass man diese Reichweite dann noch optimieren kann, aber ihr könnt erstmal die Satelliten da platzieren, wo ihr denkt, dass sie Sinn machen, um dann entsprechend das WLAN über euer Haus oder über eure Wohnung breit gestreut zu haben. Wenn das geschehen ist, dann müsst ihr euch mit dem WLAN verbinden, welches das Orbi-System aufgebaut hat. Und das wird einem hier relativ einfach gemacht. Ihr könnt das Passwort kopieren. Wenn ihr da draufklickt, öffnet sich sozusagen der nächste Schritt. Denn wenn ihr hier oben seht, einmal Passwort kopieren, ihr könnt es euch natürlich auch aufschreiben, wie auch immer, das spielt überhaupt keine Rolle. Vom Grundsatz her müsst ihr es dann einmal mitnehmen, um euch dann im nächsten Schritt in das WLAN einzuloggen. Und das geschieht über die ganz normale WLAN-Funktion in eurem Handy. So sieht es jetzt hier bei mir aus. Kann auch anders aussehen, logischerweise. Dann geht ihr einfach auf das Orbi-System, kopiert das Passwort rein oder gebt es halt entsprechend ein und klickt auf Verbinden. Und im Optimalfall, und das sehen wir hier, ist dann auch schon euer Handy mit dem Orbi-System verbunden und ihr könnt unten bestätigen, dass das WLAN dann entsprechend verknüpft ist. Jetzt wird von der App natürlich das entsprechende System gesucht. Das kann eine Minute dauern. Bei mir hat es tatsächlich auch fast eine Minute gedauert. Also insofern lasst euch nicht verunsichern, wenn das nicht sofort nach einer Sekunde schon da ist. Das hat auch nichts mit der Geschwindigkeit zu tun, sondern ist eher ein Thema der Erkennung und wie das Ganze eingebunden ist. Und so sieht es dann aus, wenn es soweit ist. Das Kabel ist verbunden, die Internetverbindung ist hergestellt, sprich das Orbi-System ist mit eurem Router korrekt verbunden und baut jetzt dieses alternative WLAN oder wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch euer bestehendes WLAN tauschen, geht logischerweise auch, um halt die Reichweite zu vergrößern und oder die Geschwindigkeit und tauscht dann quasi hier das Ganze gegen das Router-Netzwerk oder ergänzt es halt, indem ihr noch ein zweites Netzwerk aufspannt, wenn ihr wollt. Jetzt wird in der App noch erkannt oder beziehungsweise geprüft, ob die Satelliten vorhanden sind. Dazu benötigt das natürlich die Verbindung zu den beiden
Satelliten, die ihr vorhin irgendwo im Haus platziert habt. Das dauert bei mir, oder beziehungsweise hat bei mir tatsächlich auch relativ lange gedauert. Auch da nicht verunsichern lassen. Also, dass da 2 Minuten steht, hat schon seine Richtigkeit. Auch das war zumindest in meinem Fall jetzt eben nicht nach 2 Sekunden oder sowas erledigt, sondern hat halt seine Zeit gedauert. Aber im Optimalfall kommt dann, wenn ihr dann irgendwann soweit seid, ist es dann so, dass hier entsprechend angezeigt wird, dass beide Satelliten, in meinem Fall sind es halt 2 gewesen, auch erkannt sind. Und damit habt ihr im Prinzip das Netzwerk schon soweit aufgespannt. Wenn ihr wollt, seid ihr jetzt eigentlich auch schon durch. Die App bietet euch jetzt noch weitere Möglichkeiten, das Ganze zu personalisieren. Zum Beispiel den Namen vom Netzwerk zu ändern und auch das Passwort zu ändern. Denn standardmäßig ist ja logischerweise das, was der Hersteller vom Werk aus eingestellt hat, vorgegeben. Da könnt ihr natürlich individuell euer Passwort ändern und auch vor allen Dingen euren Netzwerknamen gegebenenfalls noch anpassen. Ihr könnt hier dann noch ein Admin oder beziehungsweise müsst sogar ein Admin-Kennwort vergeben. Denkt bitte dran, dass das ausreichend sicher ist. Das wird hier dann auch noch mal geprüft, ob es ausreichend sicher ist, aber da sollte man definitiv auch sich an die Vorgaben halten, beziehungsweise muss man sich sogar an die Vorgaben halten, aber denkt da auf jeden Fall, nehmt nicht Werkzeug 123 oder ähnliches. So, Fingerabdruck zusätzlich noch aktivieren kann man tun, wenn man möchte. Sicherheitsfragen könnt ihr hier auch noch auswählen und beantworten, die dann, falls ihr euer Passwort vergessen habt, euch wieder Zugang zum System bieten. Das spare ich mir jetzt auch mal aus, was meine Antworten sind. Dann, wenn ihr dann auch weitergeht, wird das ganze Orbi-Netzwerk dann nach den Veränderungen auch gesucht. Also erneut gesucht, muss man ja ehrlicherweise sagen, denn gegebenenfalls habt ihr ja die Einstellung für das Netzwerk verändert. Und danach sind wir im Prinzip mit den Einstellungen auch schon durch. Sprich, das Netzwerk steht zur Verfügung und kann von euch genutzt werden mit einer maximalen Geschwindigkeit von 6 Gigabit die Sekunde, wenn ihr Wi-Fi 6 benutzt. Das macht natürlich auch Sinn, denn wenn ihr schon das Geld für so ein System ausgebt, solltet ihr natürlich auch wesentliche Endgeräte umgestellt haben, dass sie entsprechend diesen hohen WLAN-Standard auch unterstützen, denn nur dann könnt ihr auch die volle Geschwindigkeit abrufen. Jetzt wird noch so ein bisschen darum, ob ihr eure Nutzungsdaten zur Verfügung stellen wollt oder beziehungsweise die Erfahrungsdaten. Und ihr habt am Ende noch die Möglichkeit, wenn ihr die Konfiguration abschließt, hier nochmal den Hinweis zu bekommen, dass auch Netgear Armor noch mit an Bord ist, beziehungsweise testweise aktiviert werden kann. Nach der Einrichtung werfen wir auch noch mal einen weiteren Blick in die Orbi-App, denn die dient euch auch danach als zentrale Schnittstelle zu eurem System, um Einstellungen vorzunehmen, um Dinge zu konfigurieren. Zum einen bekommt ihr hier rechts oben immer die Benachrichtigungen, wenn da Informationen vorhanden sind, zum Beispiel hier der Verletzlichkeitsreport sozusagen. Im linken Bereich könnt ihr noch Einstellungen vornehmen, euer Konto bei Netgear verwalten, eure Abonnements verwalten. Ihr könnt einen zusätzlichen Satelliten hinzufügen oder auch ein komplett neues Orbi-System einrichten. Die Einstellungen sind im Wesentlichen dazu da, um nochmal im WLAN Konfigurationen und so weiter vorzunehmen, in den Router-Einstellungen weiterzuarbeiten, bei der Sicherheit Anpassungen vorzunehmen. Anywhere Access ist der Zugriff auf euer Orbi-System, auch wenn ihr nicht im eigentlichen WLAN seid, und ihr könnt in Bezug auf die Datenerfassung auch noch aktivieren oder nicht aktivieren. Im Wesentlichen dreht sich es aber hier nochmal, ihr seht es hier, darum, die Einstellungen fürs WLAN zu konfigurieren, zum Beispiel ein Gäste-WLAN einzurichten oder auch ein separates WLAN zu nutzen für Internet of Things, also wenn ihr da ein 2,4 Gigahertz WLAN mehr braucht oder eher braucht, womit sich dann eure Smart Home Geräte auch verbinden. Ja, ansonsten haben wir im oberen Bereich die Anzeige, dass beide Satelliten verbunden sind. Wenn ihr oben auf das Symbol klickt oder vielmehr auf die Darstellung des Orbi-Satelliten, kommt ihr auch nochmal in eure Netzwerksicht, könnt dann da auch in die einzelnen Satelliten nochmal reingucken. Also das ist relativ gut und einfach gemacht. Kommt übrigens unten dann gleich in der App auch nochmal. Das ist eigentlich jetzt hier oben nur eine Abkürzung, wenn ihr auf diesen Orbi-Satelliten da klickt. Der Gerätemanager dient am Ende dazu, eure Geräte zu verwalten, die sich gerade angemeldet haben. Gerade wenn ihr Netgear Armor mitgebucht habt oder die Testversion noch habt, könnt ihr da auch Software noch auf eurem Smartphone installieren und so weiter und so fort. Ähnliches bzw. Gleiches ist im Bereich Sicherheit, denn auch dort geht es hier ja nochmal um das Thema Netgear Armor. Also wenn ihr das gebucht habt und da die zusätzliche Sicherheit auch nutzen wollt, dann habt ihr da alle Einstellungsmöglichkeiten. Was haben wir noch? Wir haben hier einen Geschwindigkeitstest, der euch nochmal ermöglicht zu testen, wie hoch die Internetgeschwindigkeit ist. Dazu kommen wir aber später nochmal. Der Bereich Kindersicherung, auch da besteht die Möglichkeit, ein Abo abzuschließen, um dann eure Kinder gegebenenfalls zeitlich zu limitieren und auch auf Internetseiten zu limitieren und Apps zu limitieren. Das lässt sich, wenn ihr mögt,
hier dann auch noch konfigurieren. WLAN-Analyse ist vielleicht nochmal ein wichtiges Thema, denn wir hatten vorhin schon davon gesprochen, dass ihr die Satelliten ja frei platzieren könnt und ob das Sinn oder Unsinn macht oder ist, was ihr da getan habt, könnt ihr hiermit testen. Denn hiermit könnt ihr jetzt durch eure Wohnung laufen und immer die Signalstärke des WLANs messen. Ihr seht ja oben diesen Tacho, diese Art Tacho. Ich gehe jetzt zum Beispiel hier mal gerade ganz nah ran an meinen Router, dann seht ihr, dass wir bei minus 22 dB nur sind. Das ist natürlich eine super Verbindung. Wenn man jetzt aber ein bisschen weiter weggeht und sich im Raum bewegt oder beziehungsweise ich gehe jetzt hier gerade bei uns durch die Wohnung, dann sieht man auch, dass die Qualität zurückgeht. So kann man nochmal relativ gut austarieren, wo könnte denn der Satellit am sinnvollsten hingestellt werden, um die möglichst große Abdeckung zu haben, beziehungsweise halt auch eine möglichst große Geschwindigkeit, weil das ja letzten Endes das Ziel ist. WLAN-Einstellungen hier nochmal zu finden, daneben auch nochmal das Gäste-WLAN, habt ihr aber oben schon gesehen, das lässt sich dort einstellen, als auch hier unten über die Kachel. Also insofern, da gibt es hier keine neuen Informationen. Hier, wie gesagt, das Gäste-WLAN, was sich schnell über diesen Quick-Link auch aktivieren lässt. Datenverkehrsanzeige ist nichts anderes, als dass ihr nochmal schauen könnt, wie viel Volumen ist denn über das Orbi-System gegangen. Und am Ende rechts unten habt ihr noch die Möglichkeit, den Support zu kontaktieren, sodass dann das Ding auch rund ist. Ja, das ist alles in allem mal ganz schnell durchgegangen, die App. Ich finde eigentlich, dass es ganz praktisch ist, ganz hilfreiche Funktionen bietet. Insbesondere das WLAN ausmessen macht damit natürlich durchaus Sinn, um halt einfach zu gucken, wo habt ihr noch Lücken in eurem WLAN und könnt ihr vielleicht durch die Veränderung der Satelliten noch weitere Reichweite erzielen. Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, habe ich hier tatsächlich bei mir zu Hause gar nicht die Möglichkeit, in meinem Netzwerk die volle Leistung abzurufen. Das wären ja quasi an die 10 Gigabit beziehungsweise 6 Gigabit. Das gibt mein Netzwerk gar nicht her. Deswegen ist es bei mir tatsächlich so, dass ich hier einfach mal gecheckt habe, ob denn in allen Teilbereichen der Wohnung, und das ist tatsächlich das Gute, große Reichweite, trotzdem hohe Geschwindigkeit. Denn ihr seht hier, auch wenn der erste Lauf nur mit 50 Mbit war, jetzt gehen wir auf 1000 Mbit hoch. Also das ist das Maximum, was meine Internetleitung überhaupt auch abliefert. Für mich tatsächlich fast mehr der Vorteil am Orbi-System ist die größere Reichweite, also höhere Geschwindigkeit über größere Reichweiten. Gar nicht so sehr die eigentliche Geschwindigkeit. Wenn ihr ein Unternehmensnetzwerk habt und so weiter und so fort, was schon auf 10 Gigabit läuft, dann ist das natürlich hier durchaus eine Lösung, die auch die hohe Geschwindigkeit durchaus gerechtfertigt. Bei mir ist es tatsächlich eher so gewesen, dass ich überrascht war und positiv überrascht war in dem Fall, wie viel Leistung man über einen größeren Raum bekommt. Das heißt, bei mir steht zum Beispiel einer von den Orbi-Satelliten unten in der Garage über den Innenhof hinweg, wo vorher gar kein Internet möglich war, obwohl ich es mal mit dem Repeater versucht habe. Das Orbi-System hat unten aber noch eine Reichweite beziehungsweise noch einen Datendurchsatz. Der ist natürlich nicht so hoch, wie als wenn ihr die relativ nah aneinander platziert, aber eben höher als zum Beispiel bei anderen Systemen. Also für mich wichtig zu wissen, das Ding ist nicht nur gut für Geschwindigkeit, das ist natürlich die Kernkompetenz oder eine der Kernkompetenzen, aber auch hohe Geschwindigkeiten, nicht maximale Geschwindigkeiten, aber hohe Geschwindigkeiten über größere Strecken zu bringen. Und das ist vielleicht durchaus was für den einen oder anderen fast noch mehr interessant ist, gerade derjenige, der noch kein 10 Gigabit Netzwerk zu Hause hat, um dann entsprechend aus diesem System auch das Maximum für sich rauszuholen. Wenn ihr natürlich schon eine Synology mit 10 Gigabyte Schnittstelle habt, einen entsprechenden Switch und Router und so weiter und so fort, dann könnt ihr natürlich richtig Gas geben. 6 Gigabit pro Sekunde übers WLAN ist halt auch wirklich eine Nummer. Ja, jetzt habe ich die 3 Orbis hier bei mir 7 Tage lang im Einsatz gehabt und tatsächlich all meine WLAN-Aktivitäten umgestellt auf das Orbi-System, einfach um mal auszuprobieren, was geht denn und was geht eben auch nicht. Kommen wir aber erstmal zu den eigentlichen Geräten und da muss man sagen, die haben ein ganz ordentliches Gewicht. Sie sind nicht richtig schwer, aber sie sind auf jeden Fall, da knarzt nichts, sie sind gut verarbeitet, sehen für mich auch optisch aus, gerade in der schwarzen Variante. Deswegen finde ich gut, dass man hier die schwarze Variante, also vielmehr die 863 SB mir zugeschickt hat. Man muss natürlich sagen, die Größe ist ganz stattlich, aber ist auch klar, es ist ein Triband-Mesh-WLAN, also sprich, ihr habt große Antennen, die da drin arbeiten und die natürlich auch für diese Geschwindigkeit sorgen, die möglich ist und für die Reichweite sorgen, die möglich ist. Also insofern vergleicht das bitte nicht zu kleinen Repeatern, die minimal sind, aber halt auch eine entsprechend andere Geschwindigkeit haben. Richtig Sinn macht das System natürlich, wenn ihr tatsächlich in eurem Netzwerk schon mit 10 Gigabit oder zumindest ansatzweise, also 2,5 Gigabit als Alternative unterwegs seid, dann profitiert ihr natürlich von diesem Wi-Fi 6 Thema ohne Ende, weil das halt einfach eine deutlich höhere Geschwindigkeit als die Vorgänger bietet und damit schon an die Netzwerkkapazitäten von vor ein paar Jahren ohne Probleme rankommt. Reichweite für mich eigentlich das wichtigere Thema, fast noch neben der Geschwindigkeit. Wie gesagt, bei uns war es so, dass mir eigentlich fast mehr geholfen hat, dass die Reichweite oder die Geschwindigkeit über hohe Reichweiten gut war, als dass es tatsächlich um die eigentliche Geschwindigkeit ging, weil ich die gar nicht ausnutzen konnte. Am Ende müsst ihr natürlich selber wissen, ob so ein System auch vom Preis her das Richtige für euch
euch ist, das überlasse ich jedem selber. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich versuche alles nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Ich danke euch fürs Zusehen und sage, Alexa, Kamera aus. Okay.